Im Rahmen des Caravan Salon 2021 in Düsseldorf habe ich ja mit vielem gerechnet, allerdings definitiv nicht damit, dass Isabelle den Campbell Dream Zeltanhänger nach nur 3 Jahren bereits durch ein Nachfolgemodell ablöst. Obwohl es sich hierbei primär um ein Facelift handelt, möchte ich Isabellas neuen Einsteiger-Faltcaravan dennoch dem aktuell auch von uns genutzten Campbell Passion Zeltanhänger gegenüberstellen, um die teils doch sehr großen Unterschiede hervorzuheben. Eines der wichtigsten Kriterien und Vorteile des Campbell North dürfte sicherlich der Anschaffungspreis sein, welcher gegenüber dem Campbell Passion 779 € respektive 860 Schweizer Franken günstiger ausfällt. Allerdings fallen dafür auch einige nützliche Funktionen weg. Immerhin schlägt sich dieser Umstand wiederum positiv auf die Gewichtsdifferenz nieder, welche beim North in der gebremsten Option 8 Kilogramm und als ungebremste Variante sogar 12 Kilogramm mehr Nutzlast zulässt als beim schwereren Modell Passion. Der Campbell North gestaltet sich zudem beim Auf- und Abbau etwas einfacher, da im Gegensatz zum Campbell Passion keinerlei Gestänge ausgeklappt und hochgeschoben werden muss, sondern das Hauptzelt in einem Schritt aus dem Zeltanhänger hinausgezogen werden kann. Dem einen oder anderen dürfte zudem das leicht farbenfrohe Aussehen mit dem mehrheitlich bläulichen Hauptzelt, weißen Gardinen sowie den sandfarbenen Anbauten des Campbell North gefallen, während sich der Passion primär auf unterschiedliche Grautöne beschränkt. Damit hat es sich allerdings bereits mit den Vorteilen zugunsten des Campbell North. Obwohl das Hauptzelt mit seinen 18 Quadratmetern beim North nun endlich genauso groß ist wie dasjenige des Passion, fallen die möglichen Anbauten leider kleiner aus. Das Sonndach respektive Vorzelt endet fast einen halben Meter eher und auch bei der optionalen Gästekabine fehlen 30 cm gegenüber dem dadurch deutlich geräumigeren Campbell Passion. Wer sich übrigens die Gästekabine zulegt, wird sich zudem ständig den Kopf an der Querstange des North anstoßen, denn hier spreche ich aus 3 Jahren Erfahrung mit dem baugleichen Campbell Classic Faltcaravan. Beim Passion verläuft das Gestänge hingegen in aufgebautem Zustand horizontal, was wir beispielsweise auch gleich ausnutzen, um unsere bereits zu Hause voll beladenen Hängeschränke direkt aus der Dachbox unseres Autos an das Gestänge des Campbell Passion hängen zu können. Der Umstand, dass die Küche des North nicht nach außen geschwenkt werden kann, raubt zusätzlich Platz im Hauptzelt und sorgt dafür, dass die Zeltwand hinter der Küche gar nicht erst entfernt oder geöffnet werden kann, um beispielsweise zu einem Eingang zu werden. Beim Passion lässt sich die Küche hingegen jederzeit mühelos nach außen schwenken und kann mit dem optionalen Küchensonnendach sogar bei Wind und Wetter draußen genutzt werden, während man gleichzeitig jede beliebige Zeltseite als Ein- und Ausgang nutzen kann, je nachdem wie der Faltcaravan auf dem Stellplatz platziert werden kann. Gerade wenn es wie aus Eimern regnet, nutzen wir nur zu gerne die überdachte Küchenseite als Eingang, sodass die nassen Sachen draußen auf der Küche trocknen können und wir ohne nass zu werden ins Hauptzelt einsteigen können. Beim Passion fühlt sich das Hauptzelt übrigens nochmals etwas geräumiger an, da durch die beiden in der Decke eingelassenen Lichtstreifen deutlich mehr Licht ins Innere fällt, auch wenn man sämtliche Gardinen rundherum geschlossen hat. Als kleiner Nebeneffekt benötigt man so natürlich auch nur eine Innenbeleuchtung, wenn es draußen bereits stockfinster ist. Obwohl sich das Sonndach respektive Vorzelt bei beiden Faltcaravan-Modellen mittels einer optional erhältlichen Front komplett schließen und somit als zusätzlichen Raum nutzen lässt, sind die Seitenteile leider noch immer nur beim Passion fest mit dem Hauptzelt verbunden, wodurch beim North der Wind ins Innere ziehen kann, was gerade dann nervt, wenn die Sonne einmal nicht auf das Vorzelt scheint. Dank des rundherum schließbaren Sonnendaches des Passion in Kombination mit der komplett herausnehmbaren Front des Hauptzeltes ohne eine nervige vertikale Stange in der Mitte lässt sich der Passion auch jederzeit in ein knapp 28 Quadratmeter großes Loft verwandeln, was gerade in der Kombination von mehrtägigen Regenschauern und Kindern ein großes Plus darstellt. Aber auch ohne Sonnendach bietet der Passion zusätzlich noch ein kleines Vordach an der Frontseite, welches nicht nur das Sonnendach stabiler macht, sondern auch dafür sorgt, dass man die Front an der oberen Seite auch bei Regen ohne Bedenken zum Lüften geöffnet lassen kann, ohne dass man Gefahr läuft, Wasser ins Zeltinnere zu bekommen. Apropos Durchlüftung, dies war für uns fast schon das Hauptkriterium für den damaligen Wechsel vom Campbell Classic zum Campbell Passion, da dieser unter anderem die Fenster der Schlafkammern tief und auf der Seite angebracht hat, während diese beim Campbell North noch immer deutlich höher gelegen und auf der Rückseite liegen und sich somit die Wärme auch bei geöffneten Fenstern in den Schlafkammern anstaut. Beim Campbell Passion sind zudem sowohl in den Schlafkammertüren als auch allen Seiten- und Frontteilen luftdurchlässige Moskitogasen integriert, wodurch die Luft deutlich besser zirkulieren kann als beim Campbell North, welcher nur an den Schlafkammerfenstern und der Küchenseite über eine ähnliche Funktion verfügt. Wer also beim North ein besseres Raumklima haben möchte, muss die Schlafkammern und die Front zumindest teilweise offen lassen und lädt damit auch sämtliche Insekten, insbesondere natürlich die lästigen Mücken, ins Zeltinnere ein.
Neben den Moskitogasen sind beim Campbell Passion praktischerweise auch die Gardinen direkt in sämtlichen Zeltwänden integriert und lassen sich per Reißverschluss komplett blickdicht schließen. Beim Campbell North kommen hingegen noch immer die etwas altbackenen anklickbaren Gardinen zum Einsatz, welche auch nur an der Oberseite fest mit dem Zelt verbunden sind. Dadurch findet unter anderem jegliche grelle Beleuchtung, wie beispielsweise eine Straßenlaterne, stets den Weg ins Zelt, was beim Passion glücklicherweise nicht möglich ist. Immerhin möchte ich aber auch noch positiv anmerken, dass Campbell beim North nun endlich die weißen Schlafkammern abgeschafft und die dunklere Variante des Passion übernommen hat. Dadurch kann man morgens deutlich länger schlafen und wird bei einem nächtlichen Gewitter auch nicht mehr durch die Blitze, welche bei den Vorgängermodellen des North die Schlafkammern in riesige Softboxen verwandelt haben, aus dem Schlaf gerissen. Beim Campbell Passion hingegen gäbe es natürlich auch noch ein paar weitere Kleinigkeiten, wie beispielsweise eine zweite Öffnung, über die man noch mehr unter dem Zeltanhänger verstauen könnte, oder zusätzliche Staufächer in der Kabinenblende. Allerdings fallen diese aus unserer Sicht bei der Wahl zwischen dem Campbell North und dem Campbell Passion kaum ins Gewicht. Falls du dich an dieser Stelle bereits für einen Campbell Faltcaravan entschieden hast, dürfte dir dieses Video dabei helfen, das richtige Zubehör auszusuchen. Ansonsten empfehle ich dir als nächstes die Übersicht über sämtliche neuen Faltcaravan-Modelle vom Caravan Salon in Düsseldorf.